Dennis Schröder hat in diesem Jahr den besten Basketball seiner Karriere gespielt. Der Deutsche hat einen großen Anteil daran, dass die Thunder das Überraschungsteam im Westen sind. Ich sage euch heute mal, ob Dennis in meinen Augen der Sixth Man of the Year ist. Wichtig noch, dieses Video wird kein genauer Breakdown seiner Skills, dazu kam im Januar bereits eine Analyse, sondern etwas lockerer mit Argumenten und Fakten. Außerdem habe ich später noch ein paar richtig krasse Infos für jeden Basketballer hier. Ich möchte gleich zur Sache kommen, für mich ist Dennis Schröder der Sixth Man of the Year. 19 Punkte pro Spiel in 31 Minuten pro Abend, 38% von Downtown bei einem 108er Offensive Rating und 57,3% durch Shooting bei einer Usage von 27,2%. Das sind richtig gute Werte. Er punktet etwas besser als Lou Williams und ist dabei deutlich effizienter und er absolvierte bisher auch mehr Minuten, was übrigens auch für Williams Teamkollegen Montrezl Harrell gilt. Schröders 1952 Minuten sind knapp 200 mehr als Williams und Harrell zu Buche stehen haben. Dennis ist zu einem extrem wichtigen Bestandteil der Thunder geworden, die momentan bei 40 Siegen stehen und damit die fünftmeisten in der Western Conference haben. Mit ihm auf dem Parkett machen die Thunder im Schnitt 5,4 Punkte pro 100 Possessions mehr als ihre Gegner, sind sogar 9,3 Punkte besser als ohne Dennis. Dabei hilft, dass der 26-jährige Teil einer der besten Three-Man-Lineups der Liga ist. Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander und Dennis Schröder, das sind nicht nur die drei Spieler mit dem ligaweit höchsten Plus-Minus im vierten Viertel, die drei rennen Gegner aus der Halle, wenn sie zusammenspielen. Ein Net-Rating von absurden plus 26,5 steht zu Buche, wenn die drei Guards zusammen auf dem Parkett stehen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Schröder für mich die Nase vorn hat. Er hat einen viel größeren Impact in OKC als Williams und Harrell bei den Clippers. Er spielt mehr Minuten, trägt mehr Lasten, steht immer in der Crunch-Time auf dem Feld und lässt sich gar nicht mehr aus dem Team wegdenken. Das ist auch überhaupt nicht negativ gegenüber den beiden Clippers-Spielern gemeint, aber Dennis hat zum Beispiel auch nicht den Luxus, in einem Team mit Kawhi Leonard oder Paul George zu spielen. Die Defense konzentriert sich auf Schröder, wenn er spielt, er ist kein Rollenspieler für sein Team, sondern einer der primären Creator, Ballhändler und Leader. Kurze Pause, ich möchte euch von einer mega geilen Sache erzählen. Und zwar geht es um ein Projekt namens Meine Offseason mit Paul Gude. 4 Wochen, 24 Workouts und 150 Videos. Mit Paul Gude als dein persönlichen Basketball-Skills-Development-Coach kommst du auf das nächste Level. Ballhandling, Dribbling, Finishing am Korb, Shooting, Ingame-Moves, Theorie und Know-how, ein komplettes Paket Theorie und Praxis, unfassbar wertvolle Tipps für jeden, der sich weiterentwickeln möchte. Ich habe schon damit angefangen und bin absolut begeistert. Alles, was ihr braucht, ist ein Ball und ein Korb und schon kann es losgehen. Und das allerbeste, mit dem Code JUSTAKIDFROM-GERMANY, alles groß und alles zusammengeschrieben, bekommt ihr das Ganze für 10 Euro billiger, also für 139 statt 149 Euro. Alle Infos, der Rabattcode und Link zur Website stehen nochmal unten in der Beschreibung. Ich kann das wie gesagt nur jedem Baller wärmstens empfehlen und deshalb kommt auch gleich nochmal der Trailer, bevor es mit dem Schröder-Video weitergeht. Zusammen bringen wir dein Game aufs nächste Level. Deine Offseason mit Paul Gude. Ein wichtiges Argument ist außerdem, dass die Thunder ihre Erwartungen komplett wegfegen. Nach den Trades von George und Westbrook erwarteten viele den sofortigen Rebuild mit einem jungen Rising Star wie Shai Gilgeous-Alexander, der von einem Veteran wie Chris Paul lernen kann. OKC spielt nicht nur um die Playoffs mit, sie sind mittendrin im Playoff-Picture und klar hat Chris Paul den wohl größten Impact daran, Schröder ist allerdings von der Bank kommend super wertvoll. In der Analyse im Januar beschrieb ich übrigens ganz genau, was ihn so gut macht in diesem Jahr.
Eine weitere Sache, die sicherlich kein ausschlaggebender Punkt sein wird, der noch beachtet werden sollte, ist Voter Fatigue. Lou Williams, wahrscheinlich Schröders größter Konkurrent, hat den Award zweimal hintereinander gewonnen, 3-mal in den letzten 5 Jahren. Voter könnten vielleicht dazu neigen, diesmal jemanden wie Schröder den Vorzug zu gewähren, weil es einfach nicht immer der gleiche gewinnen soll. Der Deutsche hat sich durch die Bank weg verbessert, ist ein stärkerer Defender, effizienterer Scorer, fähigerer Shooter, hat seine Stärken beim Drive and Finish wiedergefunden und hat sich allgemein zu einem echten Bucket-Getter entwickelt. Und er kann sich, im Gegensatz zu beispielsweise einem Harrell, seinen eigenen Wurf kreieren, ist auch ein guter Playmaker für seine Mitspieler. Es gibt sicherlich noch andere Kandidaten wie Derrick Rose, David Bertans, Christian Wood oder Serge Ibaka, in meinen Augen kommt aber keiner von denen an Schröder ran. Keiner von ihnen legt so gute Stats auf und spielt so eine wichtige Rolle für das jeweilige Team. Bei Dennis stimmt einfach das Gesamtpaket. Der Wert für sein Team, welches überperformt, mehr Minuten als die anderen Kandidaten, die Statistiken, die Last, die der Deutsche auf dem Feld zu tragen hat, seine Verbesserungen und so weiter. Natürlich hätten es auch Spieler wie Williams und Harrell verdient, die Clippers wären ohne sie wahrscheinlich nicht da, wo sie jetzt stehen. Die Thunder wären aber ohne Dennis Schröder mit Sicherheit nicht da, wo sie jetzt stehen, und das ist der große Unterschied. Was denkt ihr, wer ist euer Sixth Man? Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.